Heute habe ich für euch ein einfaches und gelingsicheres Rezept für die besten und luftigsten Hotdog-Kipferl ever. Das müsst ihr ausprobieren. Wir brauchen ganz einfache Zutaten, zum Beispiel Milch. Hier gebe ich noch etwas Butter dazu und erhitze diese zwei Zutaten gemeinsam. Achtet allerdings darauf, dass die Milch-Butter-Mischung nicht heiß sein darf und das kontrolliert ihr einfach, indem ihr euren sauberen kleinen Finger 30 Sekunden lang in die Milch haltet. Ist euch nicht zu heiß, passt die Temperatur auch für die Hefe. Danach gebt ihr den Zucker und das Milchpulver dazu. Das Milchpulver sorgt für eine stärkere helle Farbe und auch für noch etwas mehr Milchgeschmack, aber ihr könnt es auch weglassen oder einfach durch Babynahrung ersetzen. Zum Schluss folgt noch die zerbröckelte Hefe und ein Ei. Gebt das Mehl in die Rührschüssel eurer Küchenmaschine zusammen mit dem Salz und jetzt fügt ihr die feuchten Zutaten hinzu und verknetet einen weichen Teig. Dabei empfehle ich euch, die Maschine ein- bis zweimal aufzuhalten und den Teig vom Schüsselbodenrand und auch vom Knethaken herunter zu kratzen, damit der Knethaken auch wirklich den kompletten Teig erreichen kann und dieser am Ende schön geschmeidig wird. Danach legt ihr den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und knetet ihn nochmals gründlich durch. Habt ihr eine schöne Kugel geformt, könnt ihr die Rührschüssel befetten, legt den Teig hinein, deckt das Ganze gründlich ab und stellt den Teig jetzt an einem warmen Ort zum Gehen. Ich verwende dafür meinen Backofen und schalte ihn auf 30 Grad ein. Dort dauert es ungefähr 50 bis 60 Minuten, bis er sein Volumen verdoppelt hat. In der Zwischenzeit könnt ihr die Frankfurter schon mal kochen. Das müsst ihr gar nicht lange machen, 3 bis 5 Minuten reichen aus, aber das Kochen ist wichtig, damit sie euch später beim Backen nicht aufplatzen. Danach trocknet ihr die Frankfurter gründlich ab und jetzt können wir uns schon um den Teig kümmern. Legt den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und er wird jetzt nicht gequetscht, gedrückt oder geknetet, sondern einfach nur ein bisschen bemehlt und sofort ausgerollt. Danach schneidet ihr ihn in ca. 1,5 bis 2 cm breite Streifen. Jetzt nehmt ihr euch 1 bis 2 Streifen zur Hand, die restlichen werden abgedeckt, damit sie nicht austrocknen. Jetzt macht ihr ein Ende so ein bisschen flacher, also ihr drückt es mit den Fingern flach und umwickelt jeden Frankfurter mit dem Teig. Sollte ein Streifen nicht ausreichen, dann macht ihr Folgendes, und zwar werden die Streifen am Ende immer ein bisschen flach gedrückt, zusammengeklebt und dann geht es einfach weiter, bis der komplette Frankfurter schön mit dem Teig umwickelt ist. Und das macht ihr im Grunde, bis der komplette Teig und alle Frankfurter aufgebraucht sind. Übrigens, wenn ihr eure Hotdog-Kipferl im Mini-Format herstellen wollt, dann müsst ihr dafür einfach nur die Würstchen halbieren. Mit den Handinnenflächen ein paar Mal rollen, damit sich die einzelnen Enden gut verschließen und später beim Backen nicht aufplatzen. Und dann legt ihr die fertigen Kipferl auf ein mit Backpapier belegtes Blech und zwar mit genug Abstand zueinander. Und mit jener Seite nach unten, wo die Teigenden sind, damit sie euch beim Backen nicht aufgehen. Falls es euch auch passiert, dass 1 bis 2 Streifen übrig bleiben, könnt ihr die zu einer Teigkugel zusammendrücken, ausrollen und dann formt ihr sie wie auch meine Watteröllchen und formt einfach ein kleines Kipferl zusätzlich und dieses könnt ihr dann mit den anderen mitbacken. Es wird nämlich kein Teig verschwendet. Danach deckt ihr die Kipferl ab mit einem sauberen Küchentuch und stellt sie wiederum an einen warmen Ort für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Im Anschluss vermischt ihr das Eigelb mit der Sahne oder auch Milch und bestreicht die Kipferl damit. Backt sie im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 bis 25 Minuten. Je nach Dicke der Teigstreifen behaltet sie immer im Auge und falls notwendig könnt ihr sie auch mit etwas Alufolie abdecken und weiterbacken.
Wenn sie eine goldgelbe Farbe angenommen haben, nehmt ihr ein Stück Butter und bestreicht jedes Kipferl damit. Und so, meine Lieben, sieht das Resultat aus. Wenn ihr sie öffnet, sind sie innen richtig watteweich und das Beste ist, sie bleiben 2 bis 3 Tage lang so. Ob ihr es glaubt oder nicht, probiert es einfach aus und meldet euch. Ja. Falls ihr sie im Kühlschrank lagert, und das würde ich euch empfehlen, solltet ihr sie für 10 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen und sie schmecken im Grunde wie frisch zubereitet. Und am Ende noch eine große Bitte, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, teilt das Video, ja, unterstützt mich, denn auf YouTube ist die Konkurrenz groß und wenn ihr meine Inhalte weiterhin sehen wollt, dann brauche ich einfach eure Unterstützung. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.